Hallo zusammen. Heute bin ich mal wieder alleine unterwegs. Ich bin in Kaltenbrunn. Dort läuft die Tour Nummer 1. Die Tourdaten schreibe ich euch wieder oben rein. Ja, wir laufen um ein Moorgebiet herum unter einem kleinen See. Ist einfach mal ein bisschen andere Landschaft, wie ihr es normalerweise gewohnt seid vom Schwarzwald. Also jetzt wünsche ich euch viel Spaß im Video. Bis später. Ciao. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old tide, blinded by Schaut mal hinter mir. Den Farnern. Der hat mindestens 2 Meter. Und den ganzen Weg schon entlang wird hier eingesäumt durch diesen riesen hohen Megafarn. Brutal. changes, and so are you. I live for the moments when you're around me. I know you've got secrets. Und hier hinten im Hintergrund seht ihr die erste Hütte. Da sind jetzt halt jede Menge Leute. Deswegen kann ich da jetzt keine Pause machen, weil das alles voll. Aber die nächste Hütte kommt bestimmt gleich. Also bis später. The feels wide open. Also heute muss man echt sagen, die Sonne brennt ganz schön runter. Wir sind jetzt auch ein bisschen zu spät losgelaufen. Wir hätten ein bisschen früher loslaufen sollen, dass wir nicht so in der prallen Sonne laufen. Aber ja gut, dafür ist es ja keine so riesengroße Runde. Und wir haben genügend zum Trinken mit dabei. Und ja, ans Wasser kommen wir auch gleich. Und dann kann der Sherlock auch ein bisschen seine Pfoten ein bisschen abkühlen. I'm going through. Also ich muss sagen, das erste Teilstück ist ein bisschen langweilig. Ihr seht sie hinten. Ja, breite Pfade. Ja, ich hätte die Wahl gehabt heute zwischen einer Urwaldstour und der Tour hier. Ich habe mich dann für die entschieden, weil ich einfach ja, ins Moor mal wollte und zum See wollte. Vielleicht werden wir hier nachher noch belohnt. Ich bin gespannt, ich war ja selber noch nie da. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Strecke laufe. Aber richtet euch darauf ein, wenn ihr die Strecke nachlaufen wollt. Ich verlinke sie euch unten in die Videobeschreibung mal. Das erste Teilstück ist jetzt nicht so abwechslungsreich, sagen wir mal so. Bis später mal. Take me on a spree. Hier gibt es eine kleine Schneise. Man läuft hier eigentlich, wenn man auf dem Weg langläuft, fast dran vorbei. Und da vorne hat es eine Schaukel, was man das sehen könnte ist gerade. Eine Schaukel mit einer herrlichen Aussicht. Und da laufen wir jetzt mal hin. You to picture me. Every number. Schaut euch mal hier diese tolle Schaukel an. Und dann hier diesen Ausblick. Dopplerblick nennt sich das. Genießt mal hier ein bisschen die Aussicht. Vor allem, wenn man auf jeden Fall da sitzt und ein kleines Päusle macht. Herrlich. Caught up in a dream that became a nightmare. I said it doesn't matter now, but it defeats me. Shackles around one's feet. So, jetzt wird es endlich interessant. Wir kommen ins Richtung Moorgebiet. Ihr seht hier, das sind solche Holzbohlen übers Moorgebiet. Ist auch Naturschutzgebiet, Bannwald. Das heißt, Hunde dürfen hier zum Beispiel nicht freilaufen, dürfen aber grundsätzlich mit. Aber Radfahren ist verboten und. Man muss natürlich auf den Wegen bleiben und der Hund darf natürlich nicht links oder rechts rein. Jetzt seid mal gespannt, das wird jetzt bestimmt mega schön. Caught up in a dream. Wir laufen jetzt hier über dieses Brückle. Links und rechts ist Moorgebiet oder ehemaliges Moorgebiet, so ein Hochmoor. Dadurch durch die geringen Regenfälle so in den letzten Jahrzehnten trocknen natürlich die ganzen Moore aus. Hat aber noch andere Faktoren, warum das so ist. Auf jeden Fall hier schön zu laufen. Stellenweise sonnig, stellenweise schattig. Und dann hier links und rechts die Vegetation. Das sieht einfach mega aus. Da, ich zeige euch gleich mal ein paar Eindrücke. Also das Teil hier, der macht das Ganze auf jeden Fall wieder wett von vorher.
Also die Vegetation hier links und rechts ist echt interessant. Und heute sind schon einige Leute unterwegs, aber doch weniger als ich gedacht habe. Ja, vielen ist es halt dann doch heute zu heiß. Also sie haben für heute Nachmittag, ich glaube 33 Grad vorhergesagt. Aktuell haben wir so 27, 28 Grad. Wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, an so einem Tag sollte man nicht zu spät losgehen. Also wir sind zu spät los. Wir sind um 10 Uhr gestartet. Wir hätten eigentlich schon heute Morgen um 7 Uhr hier sein müssen. Und ja, dann wäre es angenehmer vom Laufen her gewesen. So, jetzt sind wir am See angekommen. Ja, ich blende euch mal ein paar Bilder ein. Und ja, ist echt chillig hier. Ja, ich hatte gedacht, man kann noch zum Wasser runter, aber aus Naturschutzgründen ja, ist der Zugang zum See gesperrt. Ist aber auch irgendwie logisch, weil Naturschutzgebiet und auch Rückzugsort einfach für die Tiere. Aber der Anblick ist trotzdem schön gewesen. Ja, ich blende euch mal auch ein paar Fotos ein. Genau, bis später. Und natürlich, wieder typisch, ein Radfahrer. Der hat sich gerade aufgeregt, weil er hier sein Fahrrad hat schieben müssen, weil zu viele Leute sind. Und kaum waren die Leute weg. Hier ist Radfahren verboten. Sind natürlich die auf ihren Fahrrad draufgestiegen und sind dann hier weitergefahren. Schade, dass ich leider kein Foto von denen gemacht habe. Liebe Grüße an euch alle Radfahrer. Auch für euch gelten Regeln, gell? Das, ja, wenn hier Radfahren verboten ist, ist hier Radfahren verboten. Dann müsst ihr halt woanders fahren. Sorry, ich werde bestimmt ein paar Leute auch angegriffen haben, die sich schön an Regeln halten. An euch war es auch nicht gemeint, aber wie gesagt, die Schilder sind hier nicht umsonst. Und hier am Moor hat es mir hier immer wieder solche Hinweisschilder über das Moor, wie das so entstanden ist und wie es aufgeschichtet ist und so weiter. Und hier unten zum Beispiel auch nochmal die Moorkiefer. In Mooren zu Hause einfach im Prinzip eine Kiefer, die hier speziell in diesen Moorgebieten wachsen. Hier zum Beispiel, seht ihr, ist die Leonhardhütte. Es gibt insgesamt 2 Hütten auf dieser Rundtour, am Anfang und am Ende von der Strecke. Und ja, da kann man sich auch noch ein bisschen ausruhen. Und ja, ein bisschen im Schatten sitzen. So, es ist Endspurt bis zum Auto. Wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde. Und ja, dann melde ich mich kurz vor nochmal. Also, bis dann. Das habt ihr gerade eben nochmal so ein Tiergehege gesehen. Da waren Rehe und Hirsche und so mit drin. Ja, wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, 5, 6 Minuten laufen wir noch bis zum Auto. Und ja, ist ein kleines Fazit. Wenn euch das interessiert mit dem Moor und so und mit dem See, dann ist es ganz nett. Aber der Weg selbst also bis zum See und nach dem See ist eigentlich, eher langweilig. Also wenn ich hier Sterne vergeben würde von 1 bis 5, 5 ist am besten, dann wird er wahrscheinlich jetzt den Weg hier 2 oder 3 kriegen. So. Also das Highlight ist wie gesagt wirklich der See und die Holzbohlen und die Pflanzen drumherum. Aber der Rest, ja, kann man sich sparen. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann. Ciao, ciao.